Gut, los geht's. So, und jetzt holen wir uns den Hund und setzen den hin auf den Gepäckträger. Hallo Leute, ich bin der Lucien, das ist der Tobi. Hi. Wir sind in Kaiserslautern im Konrad, dem Fahrradladen. Und heute haben wir ein ziemlich günstiges Rad da, ne? Oder? Wie hast du schon eben gerade gesagt? Ja, wirklich für einen schmalen Taler. Ne? Das Ja. Topmodell von Ries und Müller. Jetzt haben wir gleich mit dem Dealbreaker angefangen. Aber wenn wir mal so ein bisschen gleich besprochen haben, was alles da mitkommt, könnt ihr es vielleicht nachvollziehen. Also das Rad haben wir was heißt erstaunlicherweise, aber haben wir letztes Jahr wirklich sehr oft verkauft, weil wir uns einfach mal getraut haben, das mal in ordentlicher Menge zu holen. Das heißt Rohloff, alle Größen, alle Farben. Jetzt muss man dazu sagen, 10.500 Euro oder bald schon 11.000 Euro ist Ja, schon fast ein Auto. ja, oder 2 Motorräder, ne? Leute, das hier ist das Beste vom Allerbesten. Klar, das ist eine Menge Geld, aber es wird auch Räder geben, die nächstes Jahr die 18.000 Euro oder 16.000 Euro sprengen werden. Wir sind jetzt schon bei Topmodellen von 13.000, 15.000 und da sind wir hier ja gerade so in der Fünfstelligkeit. Ist natürlich alles wieder extrem, aber was hier verbaut wurde und was es hier geboten wird, gibt es sonst nirgendwo, bei keinem Hersteller. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob irgendein Hersteller Doppelakku, Rohloff, Bremslicht und alles Pipapo hat. Ne? Dann für einen günstigeren Eurobetrag gerne mal, wird uns auch mal interessieren. Wir glauben halt, dass es halt preis-leistungsmäßig, auch wenn es echt sich komisch anhört und schwer für manche zu ertragen ist, aber ein guter Deal ist. Genau, das ist günstiger als die Summe seiner Teile. Ist halt wirklich wahr. Wenn ich euch das Rad in der Werkstatt aufbauen soll, mit dem, was hier alles drin ist, da werden wir weit jenseits von der Summe landen. Also, Aber steigen wir mal voll ins Rad rein und mal in die Details. Ne? Was ist ein Highlight von dem Rad? Ist es schwer zu sagen, weil man sieht es direkt, Double Battery. Ne? Über 1100 Wattstunden, also damit könnt ihr von Kaiserslautern nach fast Paris schon fahren. Ne? genau. Also das ist halt schon, Massiv viel Akkuleistung und ihr habt halt trotzdem ein performantes Fully. Und weil wir da jetzt dann auch nicht mehr beim Fahrwerk sparen wollten, habt ihr auch ein Fox-Fahrwerk mit verbaut. vorne wie hinten zum Zoom, Halbzoom machen, also hier offen, halb zu, ganz zu. Also ja, hier ist halt auch natürlich schon, wenn dann richtig gute Federungselemente. Vorne auch die Fox-Gabel halt verbaut. Ne? Also da soll halt auch jeder schon gut gebettet durch die Gegend fahren. Ne? Genau, vielleicht auch du gut gebettet durch die Alpen. Wir hatten tatsächlich einen Kunden letztes Jahr, hat sich das Rad gekauft und hat uns dann ein schönes Reel geschickt, wo er dann von Salzburg nach Venedig gefahren ist mit seinem neuen Super Delight. Und Leute, das waren echt richtig coole Bilder, also hat uns richtig gefreut. An unsere Kunden gerne mehr davon, das macht richtig Spaß zu sehen, wie die Dinger mal live sind. Wir werden auch mal anfangen dieses Jahr jeden Kunden, wenn er es mag und zutrifft, mal alle Super Delights und Supercharger mal mit einem kleinen Foto halt dokumentieren, weil das hier ist halt schon krass, weil irgendwie kommen sie aus der kompletten Region, weil wir halt auch, glaube ich, auf jeden Fall mal in unseren Ecken die größte Supercharger und Super Delight Auswahl haben überhaupt, weil wir haben das hier in klein, wir haben das in mittel, wir haben das in groß, wir haben das in Tundra Grey, wie es hier steht, wir haben es aber auch in Warm Silver, haben wir auch schon in einem anderen Video gemacht. Ne? Und wir haben halt beim Supercharger mit Kette, mit Vari und mit Rohloff. Also das ist halt schon, jeder wird hier fündig und selbst wenn nicht, kriegen wir das auch hin, dass wir das irgendwie über einen Rückstand oder über eine Order halt machen. Aber hier kann man viel schon mal testen. Nächstes Highlight, Rohloff, ne? Würde ich schon mal sagen. Absolut. Die Rohloff, eine Wahnsinnsschaltung mit einer riesigen Bandbreite. Also hier sind wir im absoluten Mountainbike-Bereich. Wir haben 14 Gänge und das 600% hier mit diesem kleinen Kästchen. E14, genau, ne? wird komplett elektrisch betrieben. Das ist ein absolutes Highlight vom aktuellen Bosch-System, was das smarte System noch nicht hat. Also eine elektronische Rohloff ist wirklich mit dem smarten System zur Seltenheit geworden. Und
Ja, es gibt eigentlich nichts Besseres. Das Teil, das schaltet, wenn ihr das wollt, an der Ampel zurück in den Gang, in dem ihr am liebsten anfahrt. Ihr habt wirklich die Möglichkeit, die steilsten Berge damit hochzufahren. Also es ist halt wirklich, ja. Und langlebig ist die auch. Ne? Also wir haben welche, die laufen seit 10 Jahren. Da wird ab und zu mal das Öl gewechselt, aber ansonsten kommt da nichts dran. Ne? Ja, also zur Besetzungsbrandbreite muss man halt auch sagen, eine normale Nabenschaltung 190, 200%, vielleicht mal 250%. Und wenn es dann mal eine Enviolo Trekking ist, dann hat die 380% und dann sind wir schon eigentlich am Peak. Aber hier, wer eine Mountainbike-Schaltung, also eine Spreizung haben will von jenseits der 500% oder 400% und noch einen Riemen haben will, am besten noch einen Gates Carbon-Riemen, der kommt an der Rohloff nicht dran vorbei. Das geht einfach nicht, weil keine Schaltung dieser Welt hat diese Vielseitigkeit wie die Rohloff. Ne? Genau, ein anderer Punkt ist, die Enviolo ist eine richtig super Schaltung. Kann man überhaupt nichts sagen. Preis-Leistung auch Sahne. Genau. Muss nicht gedrosselt werden beim CX-Motor. Ne? Stufenlos auch. Ja. Wunderbares Teil. Aber ihr werdet immer so ein kleines bisschen Reibung einfach merken. Das spürt ihr vor allem dann, wenn ihr den Motor mal ausschaltet. Kommt einfach mit der Schaltung mit, ist halt eben so. Habe ich hier halt nicht. Ne? Passt hier halt eben gar nicht. Also fast gar nicht. Also über jeden Zweifel erhaben, diese Schaltung, Fahrwerk, also die Reputation und alles brauchen wir eigentlich gar nicht großartig zu reden. Die Leute, die es wissen oder die sich ein bisschen auskennen, die sagen Sahne. Doppelakku Hammer. Dropper-Post darf auch nicht fehlen, also die absenkbare Sattelstütze. Ne? Ich habe hier ein Fully, das heißt, ich will auch ins grobere Geläut mal reinfahren und kann dann halt hier hoch und runter machen. Ne? Also das ist halt ganz easy, kann ich da halt schön das Ganze machen. Ne? Ansonsten, ihr kennt es, Riso Müller konfigurieren wir ganz gerne mit dem Neon erstmal. Heißt halt mit dem größten Display vom E-Bike System 2 von Bosch. Autarke Navigation möglich bei so einem Reiserad wie hier. Meiner Meinung nach absolute Pflicht. Da mag ich das E-Bike System 3 mag ich dann nicht, zumal der Motor noch der gleiche ist. Da finde ich einfach autarke Navigation bei so einem absoluten Adventure-Reiserad muss einfach sein. Dazu gehört halt auch ein ordentliches Fernlicht von Supernova, die M99 Mini. Ihr kennt sie, wir haben sie schon öfter gezeigt, ist überhaupt nicht Mini, ist ein absoluter Mega-Scheinwerfer, der auch wirklich in schwärzester Nacht wunderbar ausleuchtet. Die Shimano MT5 bzw. MT Trail Bremse mit den Käbelchen, ihr seht es schon, wir haben hier einen Kontakt drin, das heißt, wir haben auch ein Bremslicht mit verbaut. Ja. Ihr kennt es, so konfigurieren wir die Räder immer, wenn sie im hochpreisigen Segment sind und hier logischerweise dann eben auch. Das ist halt verflucht hell. Also so schon mit den LEDs ist es sauhell, weil wir haben hier sehr helles Licht im Laden, LEDs und das hier, da kannst du schon nicht mehr reingucken, das ist so brutal. Also das ist halt auch nicht so dahingesagt, ihr könnt euch selber mal davon überzeugen, wenn ihr mal eine Probefahrt macht. Ja, selbst wenn es taghell ist, kannst du halt da in das Ding halt nicht mehr reingucken, weil es so brutal hell ist. Also man müsst halt mal das mal halt euch selber angucken. Also bei Probefahrten, guckt euch es mal an. Damit wird ihr wirklich überall gesehen, auch wenn nicht diese Bremslichtfunktion genutzt wird. Weil, ja, es sind halt einfach 5 LEDs, ne, die halt jeder, also allein diese Anzahl, normal hast du ja 1 oder 2 von diesen Zellen und dann hast du jetzt hier 5. Ne? Und dann noch von der unterschiedlichen Strahlkraft. Ein freischwebender Gepäckträger, der auch nochmal hier einstellbar ist mit der Systemgepäckträgerplatte. Ne? Also hier haben wir noch diesen einstellbaren Gepäckträger, den man dann halt lang oder kurz machen kann, für mal halt das Flit, also das Baguette drauf zu knallen. Oder halt, wie der Franz so schön sagt, ein Hering, ne? Oder die Forelle. Ja, das ist beim Fully auch nicht so üblich. Ne? Genau, also es ist auch eine richtig coole Geschichte. Da seht ihr, da sind richtig gute Ingenieure am Werk. Wir haben einen Fully und trotzdem der Gepäckträger, alles was ich hinten drauf packe, bleibt eben stabil, ist fest im Rahmen verbunden an 2 Punkten. Super geiles Teil. Auf jeden Fall, ja. Gut, laden kann ich das Rad trotzdem hier am Rad selber, hier an dieser Ladebuchse. Ne? Oder ich hole halt beide Akkus raus und ja, lade sie dann so. Kommt immer mit einem 6 Ampere Ladegerät, also dem allerschnellsten von Bosch. Üblich sind ja die 2 Ampere und hier hast du halt wirklich die volle Geschwindigkeit. Ne? Also 6 Ampere ist schon eine coole Geschichte. Abus Bordeaux darf auch natürlich nicht fehlen, ist auch noch mit dabei. Und habe dann schon mal so ein Fallschloss, wo ich dann das Rad mal schnell anbinden kann. Ne? Der X-Chip haben wir auch noch dazu konfiguriert, dass es halt GPS getrackt werden kann.
damit halt so ein teures Schmuckstück halt nicht irgendwie flöten geht. Ne? Genau, also an dem Rad fehlt wirklich gar nichts. Wie gesagt, ein Top-Modell von Riese und Müller. Riese und Müller ja generell so eine sehr prestigeträchtige Marke im E-Bike-Segment, steht absolut für Qualität. Und klar, ihr kriegt auch günstigere Fahrräder, aber seid mal ehrlich, ihr kriegt auch günstigere Autos, als ihr fahrt. Überlegt mal, was ihr da für eine Marke in der Garage stehen habt. Oder günstigere Schuhe. Also müsst ihr auch mal sehen, ihr kriegt halt auch irgendwo die gleichen Sneakers für einen Bruchteil. Aber hier kriegt man nicht nur das Prestige und die Optik, sondern auch noch die Performance. Genau. Weil das hier ist halt einfach die Speerspitze unter den E-Bikes. Und ja, also hier kannst du eigentlich. Sonst habe ich immer viele Ideen, was man noch tunen könnte und optimieren könnte. Was will ich hier noch machen? Ne? Nee, also hier sind wir quasi voll ausgestattet für jedes Abenteuer. Genau. Ansonsten schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr das Warm Silver besser findet oder das Tundra Grey oder generell, was ihr so für diesen Super Adventure SUV Super Legio Räder findet oder haltet, ne? Weil ist ja im Prinzip schon mal wieder eine neue Gattung, ne? Ja, das ist ja mehr geht nicht, also SUV ist schon zu schmal gegriffen. Ja. Ansonsten euch noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Video, ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao.